Motorrad-Abenteuerreise ins Himalaya. Meine FMT 2023. Zu zweit reisen wir von Deutschland über Iran, Pakistan, Indien, Nepal, Kaschmir und wieder zurück nach Deutschland. Dabei legen wir rund 23.000 Kilometer zurück. Die ersten 3 Tage in Indien und wir landen in der Notambulanz des Krankenhauses auf unserer Reise durch Indien nach Nepal. Hier in der Karte rot dargestellt. Die Stimmung ist nicht gerade auf dem Höhepunkt bei uns, aber das werde ich euch gleich erklären. Ich zeige euch mal gleich, wie das hier aussieht. Der Heiko schläft nebenan oder krusselt nebenan im Bett, wahrscheinlich rein und raus und hin und her. Es waren 2 sehr anstrengende Tage für uns. Nee, eigentlich schon die ganze Zeit hier in Indien. Die Hitze, die macht uns ganz schön zu schaffen, muss ich sagen. Die Hitze ist das eine, die hohe Luftfeuchtigkeit dazu, die ist sehr anstrengend. Ja, und gestern, wir sind in Agra angekommen. Agra ist der Ort, wo das Taj Mahal steht. Das wollten wir uns natürlich angucken. Ja, wollten wir. Jetzt ist es uns echt im Moment gerade scheißegal. Ja, es geht uns gerade nicht so gut. Heiko musste gestern schon einmal sich übergeben. Ich muss jetzt die richtigen Wörter wählen, weil mein kleines Enkelkind es sich auch anschaut, der Ideas. Dann ich letzte Nacht, musste ich auch 3-mal auf Toilette zum alles raus aus dem Magen. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber selbst Wasser und sowas, nichts ist drin geblieben. Dann auch Durchfall, 3-mal die Nacht. Am nächsten Morgen war es mit dem Durchfall wieder besser. Ich habe euch auch schon wieder was gegessen und alles war soweit okay, aber man fühlt sich immer noch so ziemlich kaputt und fertig. Und mit Heiko ist es ähnlich. Also wir haben wahrscheinlich irgendwo uns beim Essen was eingefangen, was wir aber halbwegs schon wieder verarbeitet haben. Also wir haben beide heute Bananen gegessen, aber man ist halt ja, nicht richtig fit, das merkt man. Wir hatten heute Morgen Gliederschmerzen, gestern Abend ist dann noch was passiert. Was nicht so gut war, das hat echt an meinen Nerven gezehrt. Wir hatten einen Unfall, nicht mit den Motorrädern, mussten dann noch ins Krankenhaus. Ich muss euch dazu erst die Geschichte erzählen, was gestern passiert ist. Aber wir machen es mal anders. Ich nehme euch mal mit, gleich hier aus dem Hotelzimmer heraus. Wir setzen uns dann an die Straße, das heißt, wir müssen da stehen, wir sitzen, kann man da eigentlich nirgendwo. Eigentlich müsste es noch ein Geruchsvideo geben, das ihr auch riechen könnt. Weil Geruch ist echt ein Thema hier. So, ich ziehe das Kärtchen hier raus, damit ich nachher auch wieder reinkomme. So, jetzt, wenn du aus dem Zimmer rauskommst, dann kriegst du gleich Buffen Hammer ins Gesicht. Hier ist also totale hohe Luftfeuchtigkeit. Ein Geruch, der unangenehm ist. Und das ist halt etwas, wo man hier permanent mit konfrontiert ist, mit unangenehmen Gerüchen. Wir schauen mal von hier oben auf die Straße. Die Zimmer haben also keine Fenster und ich habe jetzt gesagt, ich muss den Livestream heute mal authentischer kriegen. Das Gefühl, glaube ich, was uns heute so ereilt hat, nicht mehr rüber. Wir werden da gleich auch noch mal runtergehen an die Straße, damit ihr auch den Lärmpegel und das alles mal irgendwie mitbekommt. Das ist also sehr, sehr, sehr stressig. Ihr wisst eigentlich, dass ich jemand bin, der immer gerne ruhige Plätze aufsucht auf meinen Reisen. Das ist in Indien einfach nicht möglich. Hier sieht man, es sieht alles ganz gut aus optisch, aber man hat immer einen, ja, sag ich mal, etwas unangenehmen Geruch. Oft riecht es nach Schmierstoffe, nach Diesel. So, wir haben hier einen Fahrstuhl. Der hat 5 Stockwerke. Wir sind in Stockwerk 4. Wir fahren jetzt in -1. So. So, jetzt. Erstmal zurück an den Anfang. Wir sind rechtzeitig an der indischen Grenze. Es ist erst 14 Uhr. Die Grenze schließt um 16 Uhr, weil ab 16:15 Uhr hier die große Zeremonie beginnt. Ja, so einen Schlüssel reinstecken. Ich darf natürlich wieder ins Koffer. So, welcome to India. Wer hier einreisen möchte, muss mindestens um 15:45 Uhr hier sein. In der Winterzeit ist alles um 1 Stunde vorgezogen. So, das hier ist das Stadion, wo wir später die Zeremonie anschauen können. Das Stadion hier auf der indischen Seite bietet Platz für bis zu 10.000 Zuschauer. Auf der pakistanischen Seite fällt das alles deutlich kleiner aus.
In einer großen Kladde wird hier eingetragen, wer hier in den Grenzbereich hineingefahren ist, mit welchem Fahrzeug, welche Passnummer, welches Kennzeichen und so weiter und so fort. Nachdem Heikos Daten erfasst sind, bin ich an der Reihe. An diese etwas fragwürdigen Mehrfacherfassungen von Daten an Grenzübergängen hat man sich ja inzwischen schon gewöhnt. Man findet es schon fast normal. Nachdem wir fertig sind, wird ein Radfahrer für uns abgestellt, der uns nun durch den Grenzbereich führt. Okay, thank you, bye. Follow me. Ja, das hier ist Indien. Das Gebäude hier links ist die Rückseite des Stadions. Da werden wir später reingehen, um uns diese etwas merkwürdige Zeremonie anzuschauen. Jetzt heißt es wieder Follow me. Der Radfahrer führt uns zum nächsten Abfertigungspunkt, hier am Grenzübergang. Das Gelände ist ganz schön groß. Ich habe ja inzwischen schon einige Grenzübergänge passiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Grenzübergang ist ein Unikum. Let's make a race. Das hat ihn motiviert und er trampelt noch ein bisschen schneller. Mir würde wahrscheinlich die Suppe runterlaufen. Stopping here? Perfect. Perfect place. Die Passabfertigung ist erledigt. Wir haben unseren Einreisestempel. Der Zoll befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. Dort hat man sich unsere Motorräder eine Zeit lang angeschaut. Und dann war aber auch soweit alles in Ordnung. Mit Einreisestempel und ausgefülltem Carnet de Passage geht es nun zur Ausfahrt des Geländes. Nochmal eine Passkontrolle, in der geprüft wird, ob wir auch einen Einreisestempel haben. Und dann geht das Tor auf und wir können das Gelände verlassen. Von außen herum fahren wir nun wieder dichter an die Grenze für einen Parkplatz, möglichst dicht am Stadion, damit wir nicht so weit laufen müssen. Der Schweiß rinnt aus allen Poren. Mein T-Shirt ist nahezu vollständig durchnässt. Unsere westeuropäischen Alabaster-Bodies haben bei diesen Klimabedingungen ganz schön zu kämpfen. Die laufen hier. Rennt ihr die Glatze weg. Jetzt hat man eine Flasche Wasser, hast du in der Hand? Ja. Okay, ich habe die Kamera. Ich habe Geld. Ich habe Kamera, ich habe Handy, ich habe alles dabei. Kannst aber gucken. Wasser. Sau heiß. Wir kaufen noch schnell 3 Liter Wasser und eine Flasche Mangosaft. Ich hoffe, das reicht aus. So, jetzt haben wir Wasser. Was zu trinken, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Komm. Reisepass. Ah, no. Yeah, this is the passport. We leave it. No passport. Close it in the bike. We have it in the bike. Really? Nobody told us to need a passport here. Where is your bike? Over there. On the wallet pocket. Passport. I have a passport on the phone. Hey. Passport picture. Mit der Datenordnung auf dem Handy hat es der Heiko nicht so. Zum Glück haben wir jeweils eine Kopie des anderen auf unseren Handys. So konnte ich schnell unsere Reisepässe vorzeigen. Ein bisschen. Aber ich weiß auch nicht, warum du uns heute hier im 10. Stockwerk in das Stadion geführt hast. Aber scheinbar bist du heute topfit in Form, ausgeschlafen, Ja. dir fehlt nichts. Nee. Und warm ist mir auch nicht. In 10 Etagen mit Badeschlappen hochzulaufen, ist ja auch ganz wunderbar. Das ist ja schon mal nur Training für Himalaya. Zum Glück dreht sich die Erde noch,
Sonst würden wir jetzt immer noch in der Sonne sitzen, was für uns ziemlich unerträglich wäre. Unglaublich, das Stadion scheint sich vollständig zu füllen. 10.000 Zuschauer. Auf der pakistanischen Seite sind die wenigen Ränge nicht einmal voll besetzt. Diese Grenzzeremonie hier am Wagah Border gibt es übrigens schon seit 1959. Sie ist ein Symbol der Freundschaft und gleichzeitig auch der Rivalität zwischen Indien und Pakistan. Die Zeremonie war im Laufe dieser Zeit immer friedlich, mit einer Ausnahme im Jahr 2014. Durch einen Selbstmordattentäter wurden 60 Menschen in den Tod gerissen und 110 Menschen verletzt. So, und jetzt geht das los hier. Über die Armhaltung hier bin ich gerade ein wenig irritiert. Das liegt aber daran, weil wir Deutschen damit nichts Gutes verbinden. Ein in Indien als Star gefeierter Militäranimateur unten auf dem Platz heizt nun die Menschenmenge mit nationalistischen Parolen auf. Das Ziel der Menschenmenge ist hier, möglichst lauter zu sein als die gegenüberliegende Seite. Naja, da hat Pakistan wenig Chancen, glaube ich. Und Indien kann laut, das sage ich euch. Ich bin schwer beeindruckt. Und die letzten trockenen Plätzchen auf meinem T-Shirt sind jetzt auch durchnässt. Übrigens, es ist so laut hier, dass man, selbst wenn man nebeneinander sitzt, sich gegenseitig kaum verstehen kann. Ich fasse mal zusammen. Es ist laut, es ist eng, es ist heiß und wir sind völlig durchgeschwitzt. Ich wünsche mir nur eins, dass diese Zeremonie so schnell wie möglich zu Ende geht. Je länger der Animateur diesen Ton halten kann, desto toller finden es die Leute. Aber lassen wir die Show doch einfach mal auf uns wirken. Sehr beeindruckend, wie die Choreografie exakt ausgeführt wird. Ich glaube jedenfalls, das hat noch jede Menge Potenzial. Für diesen Grenzwettbewerb ist es wichtig, das Bein möglichst so hoch zu bekommen, wie es nur irgendwie geht, in dieser Exzessierparade.
Es fällt mir schwer zu glauben, dass das wirklich Soldaten sein sollen. Was soll's? Für die Inder ist es ein Riesending. Für mich sind es die anstrengendsten 2 Stunden, die ich bisher auf dieser Reise erlebe. Bitte lass es bald vorbei sein. Endlich öffnet sich das Tor. Das ist nämlich notwendig, damit die Landesfahnen eingeholt werden können. Und jetzt ein Handshake als Symbol der Freundschaftlichkeit. Das Ende der Zeremonie rückt näher, die Landesfahnen werden eingeholt. Dabei ist darauf zu achten, dass die eigene Landesfahne niemals tiefer hängt als die des anderen Landes. Logisch, dass das Ganze deshalb extrem lange dauert. Im letzten Akt der Zeremonie wird die Fahne dann davongetragen und das Tor wieder verschlossen. Und weil alles so toll funktioniert hat, darf nun die Menschenmenge oder ausgewählte Menschen unten auf dem Exerzierplatz freudig und ausgelassen zu lauter indischer Musik tanzen. Die 3 Liter Wasser und der Mangosaft sind ausgetrunken und ich bin nur froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Die Menschenmassen strömen nach Hause, um am nächsten Tag wieder hierher zu kommen. Ich weiß genau, ich brauche das nur einmal in meinem Leben. Und das war heute. Jetzt komm mal her! Was willst du denn? Hast du die Kamera schon laufen? Na klar, na klar. Also So, Leute, Rolf, wie fühlst du dich? Ich bin heute so alle von diesem Theater hier an der Vaga-Grenze. Also ich habe gerade gesagt, das Fahren in der Stadt ist nicht so stressig, als hier 2 Stunden in diesem kuriosen Theater zu sitzen und sich da so eine Show anzugucken, von der man irgendwie gedacht hat, vielleicht ist es ja gar keine Show, vielleicht sind es tatsächlich echte Soldaten, aber und diese Kreischerei und das laute Getöse ist absolut nicht mein Ding. Es hat mich sehr gestresst. Ich hoffe, dass die Küche im goldenen Palast morgen ist da schön ruhig zugeht. Ich habe mich gefürchtet, dass es ganz fürchterlich sein wird, aber egal. Wir haben es uns ausgesucht und diese Momente gehen auch noch vorbei. Ja, alles wird gut, Rolf. Alles wird gut. Yes, endlich wieder on the road. Nach dieser anstrengenden Vagaborder-Zeremonie fühlt sich das gerade an wie die Entspannung pur. Außerdem wartet in Amritsar, wohin wir jetzt auf dem Weg sind, ein Hotel auf uns mit einer Dusche, hoffentlich, denn wir haben noch keines ausgewählt. Geht ja auch gar nicht, denn wir haben noch kein mobiles Internet. Wir werden uns also an die POIs im Navigationskartenmaterial orientieren, schauen uns dann die Zimmer an und werden dann entscheiden, ob wir einchecken oder weitersuchen. Ah, jetzt wird's wieder interessant hier auf der Straße. So, laut Karte müsste sich hier links gleich das erste Hotel befinden. Mal gucken, sieht nicht so schlecht aus. Das wäre unser erstes Hotel hier. Hier links, da stand von der Seite Hotel dran. Heiko kann sich damit nicht anfreunden, also weiter.
Das Grünzeug hier auf der Straße war in der Dunkelheit erst in letzter Sekunde zu sehen. Ich würde sagen, bei normaler Fahrt ist man auf der mittleren Spur meistens am sichersten unterwegs, auch was entgegenkommende Fahrzeuge betrifft. Wenn die Verkehrsdichte allerdings höher wird, ist man auf der mittleren Spur auch am langsamsten. Das heißt, dann muss man wirklich nach links und rechts ausweichen, um an den Fahrzeugen vorbeizukommen. Jedenfalls mit dem Motorrad. Fährt man links oder rechts außen auf der Straße, muss man dann aber auch mit Verkehrsteilnehmern aus allen Richtungen rechnen. Für die Ausweichmanöver scheint es dann aber keine Regeln zu geben. Das verläuft wohl mehr intuitiv. Boah, steht der da auch noch rum. Das hier für ein sehr gut. Wie auch immer, im Stadtverkehr geht es meistens äußerst eng zu und man möchte gar nicht wissen, wie dicht man manchmal mit seinen Koffern an einem Fahrzeug vorbeigefahren ist. Kein Angebot, kein Angebot. Hier nicht. Das wird mit Sicherheit ausgetauscht. Die Birne kann ruhig ausfallen, aber die Hupen muss funktionieren. Für Indien wäre es vielleicht angebracht, die Hupenfunktion zu invertieren. Das heißt, beim Drücken geht die Hupe aus. Wir nehmen ein weiteres Hotel ins Visier. Augenscheinlich ziemlich luxuriös für meinen Geschmack. Aber am Ende fällt die Entscheidung für dieses Hotel, wo wir nun 2 Nächte verbringen werden. Darauf? Wir befinden uns hier in der indischen Provinz Punjab. Die vorherrschende Glaubensrichtung hier wird durch die Sikhs bestimmt. Die Sikhs erkennt man an ihren Turban, den sie immer und überall tragen. Warte Heiko, da kann sie schnell mal umkippen. Das Konsumieren von Tabak, Alkohol und Drogen, die den Geist beeinflussen, sind den Sikhs untersagt und hier auf öffentlichen Plätzen sogar verboten. Unfälle passieren meistens am Ende eines Fahrtages und dieser kleine Parkstreifen hat jegliches Potenzial für einen Sturz, denn ein abstützender Tritt auf der rechten Seite würde ins Leere führen. Bein zu kurz, plumps. Obwohl Alkohol hier unter den Sikhs verpönt ist, bekommen wir jetzt erstmal ein erstes Bier. Wir stoßen an auf Indien. Ich glaube, es ist das erste Bier auf unserer Reise. Und jetzt kommt das erste indische Essen. Bei der Lokalauswahl habe ich mich voll und ganz auf Heiko verlassen. Sieht schon ganz schön krass aus hier in der Küche. Ich selber hätte den Laden vermutlich niemals selber aufgesucht. Heiko kennt die Küchen der Welt und wird schon wissen, was er unseren Mägen antut. Noch eine letzte Zigarette vorm Hotel, hier dürfen wir nämlich rauchen und dann geht's ab ins Bett. Wir sind auf Abenteuerreise. Dieses Zimmer so luxuriös, ich bekomme ein leicht schlechtes Gewissen. Erstmal ein Blick aus dem Fenster, wo ich den dreiphasigen Hausanschluss ohne Kasten bewundere. Es folgt ein umfangreiches Frühstück auf dem Zimmer, bevor wir mit unseren Wartungsarbeiten beginnen. Ein Motorradgemälde an der Wand ziert diesen Salon. Hier sind wir wohl genau richtig. Der Meister mit seinen 2 Gehilfen sorgen dafür, dass unsere persönliche Aerodynamik wiederhergestellt wird. Boah, und ich kann euch sagen, das tut jetzt richtig gut. Soweit zu unserem Wellnessprogramm am Vormittag. Heiko macht dann erstmal ein Mittagsschläfchen. Es geht zu einem Reifenladen mit 17 km/h, Tuckernvehikel über die Straße, werden von jedem überholt. Aber gut, ist auch ganz lustig. Aber vielleicht will er auch einfach nicht schneller fahren. Das Ganze kostet die hin und zurück 200 Rupien, sind ungefähr 2,7 Kilometer Einweg. Also ungefähr 2,20 € für 5,5 Kilometer. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger fahren müssen.
Mit Kartelesen tun sie sich hier immer etwas schwer. Ich hatte dem Kutscher das Ziel unserer Fahrt vorher in der Karte gezeigt. Aber er muss doch vorsichtshalber nochmal fragen. Jetzt kennt der Kutscher auch den Weg. Wir wollen nämlich heute unsere Reifen austauschen und ich hatte mir dafür eine Werkstatt rausgesucht. Bevor wir mit den Motorrädern dorthin fahren, wollte ich mir den Laden angucken und fragen, ob die Reifen wechseln können. Okay, das klappt. Zurück zum Hotel. Heiko ist auch soweit und wir fahren zum Reifenservice. Es eilt ein bisschen, denn um 16 Uhr schließt der Laden. So, Wolf, jetzt haben wir ja wieder ein Stück Arbeit geschafft. Ja, Pitstop innerhalb von 3-4 Stunden, 4 Reifenwechsel. Das ist ganz ordentlich. Gar nicht mal so schlecht. Wir hatten ja so ein paar Befürchtungen, aber jetzt ist ja später Nachmittag, so die Hitze ist jetzt erträglich, weil um 12, 1 und 2 brauchen wir hier nicht vom Haus gehen. Es ist Sonntag alles fast zu hier. Bis 16 Uhr hatte der Laden jetzt offen. Wir sind um 3 Uhr vom Hotel losgefahren. Hierher waren 2:45, 20 nach 3 hier. Und alle 4 Räder sind umgezogen. Gut, wir müssen jetzt einbauen, aber jetzt können wir relaxen. Ja. Reifen sind getauscht. Ja, wie geplant. Und jetzt kann es dann weitergehen. Die nächste Etappe in die Berge. 1500 Kilometer. Damn, immer noch so heiß. Hier läuft die Suppe, kannst du dir das vorstellen. Unsere gebrauchten Reifen deponieren wir im Hotel, denn auf dem Rückweg kommen wir zwangsläufig wieder an diesem Hotel vorbei. Tuk-Tuk fahren macht uns Freude. Wir finden, es ist genau das richtige Verkehrsmittel, um sich in indischen Städten voranzubewegen. Allerdings ahnen wir nicht, dass uns das später noch zum Verhängnis werden sollte. Die Arme ein. Komm, das passt. Da durch. Einer passt noch rein. So, Wolf, wo fahren wir hin? Also wir fahren jetzt zum Goldenen Tempel. Die haben hier einen richtigen Raser erwischt. Ich war heute schon einmal unterwegs. Die ist mit maximal 70 km/h gefahren. Ich glaube, der hat Angst, dass ich Herzinfarkt kriege, wenn er schneller wird. Hier geht's ab, der wilde Luzi. Ich finde das sehr schön. Allerdings schon, das ist angenehm. Aber aus meinem Zimmer das trübt, ne? Wenn man da aus dem Fenster guckt, dann denkt man, das ist draußen so kalt wie hier drin. Wie da drin. Aber hier draußen kriegst du dann doch mal wieder einen Hammer vor. Jetzt geht's los hier. Links und rechts. Und jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Ja, ich angucken. Das ist echt cool. So, wir drehen mal die Kamera nach vorne, weil das sind alles Kamikaze-Fahrer. Alles. Gott vertrauen. Muss auch werden. Hier rechts und links, da geht's vorbei. Die Luzi. Auch wieder so ein schnelles Ding erwischt, ne? Alle Full Position. Sind alle fertig jetzt. Gleich geht's los. Ja, ist noch rot. Ist noch rot. Das Tuk-Tuk bringt uns nun an den Rand der historischen Innenstadt von Amritsar. Von dort werden wir zum Goldenen Tempel gehen, welcher sich direkt im Zentrum der Stadt befindet. Der Goldene Tempel ist das höchste Heiligtum der Sikhs und wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Dort werden wir auch eine der größten Küchen der Welt besuchen, welche täglich zwischen 80 und 100.000 Essen ausgibt. Für Einheimische, Pilger und auch Touristen. Kurzum, für alle, die den Goldenen Tempel besuchen. Und das alles völlig kostenlos. Der Besuch dieses Tempels ist natürlich unser Highlight des Tages. Und für Heiko natürlich zusätzlich ganz besonders interessant, diese wahnsinnige Großküche. Mal sehen, was uns dort erwartet. Hier im Fußgängerbereich ist auf jeden Fall schon mal mächtig was los, wie man sehen kann. Wir nähern uns der Tempelanlage. Was der Petersdom im Vatikan für die katholische Kirche ist, der Goldene Tempel für die Sikhs. Anstelle eines Papstes ist hier die Heilige Schrift das Oberhaupt der Glaubensgemeinschaft. Für das Betreten der Anlage gibt es 2 wichtige Regeln. Man muss eine Kopfbedeckung tragen und man geht barfuß. Das heißt, wir müssen hier unsere Schuhe abgeben. Mit der Marke hat man eine echte Chance, seine Schuhe wiederzubekommen. Deshalb sollte man die nicht verlieren. Ach ja, Beine und Schultern müssen natürlich von Kleidung bedeckt sein. Barfußlaufen ist hier kein Problem. Es ist alles gefliest, der Boden ist warm und alles ist sehr sauber. Man muss nur hier und da aufpassen, dass man nicht ausrutscht.
Jetzt noch die Hände waschen und dann glauben wir alles richtig gemacht zu haben, um dieses Heiligtum der Sikhs betreten zu dürfen. Über eine Treppe geht es hinein ins Geschehen und wieder mal riesige Menschenmengen. Aber kein lautes Geschrei wie am Wagha-Border. Hier geht es eher spirituell zu. Im Hintergrund hört man so etwas wie einen Prediger. Um das alles hier nur ein bisschen zu verstehen, muss man ein wenig über die Sikhs wissen. Die Sikhs folgen den Lehren ihrer 10 Gurus, welche von 1469 bis 1708 gelebt haben. Dessen Lehren befinden sich in der Heiligen Schrift Guru Granth Sahib. Den Sikhs ist es erlaubt, durch ehrliche Arbeit auch Reichtum anzuhäufen. Doch sollen sie mindestens 10% davon spenden. Das ist gut fürs Karma. Und wo wir beim Thema Spenden sind, diese gesamte Anlage nebst der Küche und alles, was dazugehört, ist von Spendengeldern finanziert. Lediglich 10% der hier arbeitenden Menschen erhalten einen Lohn. Der Rest arbeitet hier freiwillig, einfach weil es gut ist fürs Karma. Da Tabak, Alkohol und Drogen nicht gut sind fürs Karma, dürfen diese auch nicht in der Tempelanlage mitgeführt werden. Als jemand meine Zigarettenschachtel in der Hosentasche sieht, macht er mich vorsichtig darauf aufmerksam, dass ich die besser verstecken sollte. Oh sorry, das habe ich nicht gewusst. Er warnt mich davor, dass das ziemlich nach hinten losgehen kann. Schnell verschließe ich den Reißverschluss meiner Hosentasche und hoffe, dass das schlechte Karma der Zigarettenschachtel nicht mehr aus der Hose herausflutschen kann. Schließlich möchte ich hier niemanden Schaden zufügen. Bei den Sikhs herrscht Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und es gibt auch kein Kastensystem. Sie tragen einen bunten Turban. In der Theorie schneiden sie sich weder Fuß noch Fingernägel und auch nicht die Haare, führen einen Holzkamm mit sich und einen kleinen Dolch. Fleischverzehr ist, sofern das Fleisch nicht aus rituellen Schlachtungen erfolgt, nicht verboten. Vorrangig ernähren sie sich vegetarisch. Unsere Teller haben wir in Empfang genommen. Nun warten wir darauf, dass der Essenssaal wieder frei wird und wir irgendwann dann auch hineingelassen werden. Nach rund 45 Minuten schweißtreibender Wartezeit haben wir gerade Platz genommen im frisch gereinigten Speisesaal und dann kommt auch schon die Essensausgabe. Hier muss alles sehr schnell gehen. Es gibt Dal mit Linsen, Reis, Brot und Wasser. Es schmeckt und man darf so viel essen, bis man satt ist. Wir verlassen nun den Speisesaal unter Mitnahme unseres schmutzigen Geschirrs, welches uns von fleißigen Helfern abgenommen wird. Was für eine logistische Meisterleistung. Heiko hat es geschafft, jemanden zu finden, der uns einen Blick hinter die Kulissen dieser Küche gewährt. Als erstes durchlaufen wir den Bereich, wo das fertige Produkt für die Ausgabe abgefüllt wird. Auch hier läuft man zwischen den mega heißen Töpfen barfuß. Um die Rutschgefahr ein wenig zu minimieren, sind teilweise rote Teppiche ausgelegt. Wir müssen den fleißigen Helfern, ups, da hätte es mich jetzt fast hingelegt, ist das rutschig hier. Wir müssen denen aus dem Weg gehen, damit die ihre Töpfe transportieren können. In 6 riesigen Kochtöpfen, welche jeweils mit 4 großen Gasbrennern, Heiko ist entzückt, beheizt werden, wird hier das Endprodukt gekocht. Die Kochstellen erinnern ein wenig an Kannibalentöpfe. So riesig sind sie auf jeden Fall. Und es ist hier auch nicht ganz ungefährlich. Es ist gemein rutschig auf dem Boden, es wird regelmäßig gespült, vermutlich auch wegen der Hitzeentwicklung. Wie schnell könnte es passieren, dass hier jemand ausrutscht und in so einen Topf hineinfällt? Das ist schon mega krass. Und ich könnte wetten, dass es hier schon einige verbrannte Füße gegeben hat. In einem einfachen Lager befinden sich die täglich benötigten zig Tonnen Hülsenfrüchte, Reis, Gewürze und so weiter. In einem zweiten Küchenbereich, in dem die großen Töpfe vorrangig mit Holz befeuert werden, entstehen die Vorprodukte. Auch hier stehen wieder die riesigen Töpfe, ansonsten ist es ähnlich wie zuvor. So, und jetzt wird es mal allmählich Zeit, dass der Heiko zu seinem Einsatz kommt. Schließlich muss so ein Süppchen auch mal von Meisterhand umgerührt werden.
Ich glaube, da ist gerade ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Herrlich. War bislang doch alles so schön leise in der Küche, kommen wir jetzt in einen Bereich mit ohrenbetäubenden Lärm, wo das Blechgeschirr für die nächsten tausenden hungrigen Menschen gewaschen wird. Wir finden es mega freundlich, dass man uns die Möglichkeit hier gegeben hat, uns diesen wirklich wahnsinnigen täglichen Küchenablauf uns einmal im Detail anzuschauen. Doch Moment, da fehlt noch etwas. Auch draußen vor den Küchen gibt es noch viele fleißige Hände. Bevor Früchte und Gemüse in den Topf kommen, müssen diese unter anderem noch geschnibbelt werden. Mit unserer Marke bekommen wir schließlich unsere Schuhe zurück. Dann geht's mit dem Tuk-Tuk zum Hotel. Das war's dann für heute. Wir verlassen Amritsar am frühen Morgen und diese Kuppel hier erinnert doch stark an die Kuppel des Goldenen Tempels. Vielleicht ist es sogar eine 1:1 Nachbildung. Das kann ich nicht genau sagen. Ergänzen möchte ich hier noch meinen persönlichen Eindruck von den Sikhs. Sie sind äußerst höflich und hilfsbereit, stehen über den Dingen und sehen sich selbst, glaube ich, als Elite aller Religionsgemeinschaften. Wobei letzteres vermutlich in jeder Glaubensgemeinschaft der Fall ist. Unser nächstes Ziel auf dem Weg nach Nepal ist Agra, wo wir uns ein ganz besonderes Bauwerk anschauen wollen. Eines, was wohl jeder kennt, das Taj Mahal, von dem ich mir gut vorstellen kann, dass es der größte Touristenmagnet Indiens ist. Von Amritsar bis Agra sind es rund 680 Kilometer, wofür wir vermutlich 2 Tage benötigen. Um Neu-Delhi machen wir einen Bogen. Ein kleiner Abstecher übers Land. Man achte hier auf die gepflegten Misthaufen. Das hat einen Grund, denn damit lässt sich Geld sparen bzw. auch Geld verdienen. Hier werden Mist und die Hinterlassenschaften von Kühen und sonstigen Viechern gesammelt, mit Heu gemischt und getrocknet. So wie hier links an der Straße. Es wird, wie in der Mongolei, zum Verfeuern verwendet. Das ist günstig und auf dem Land gibt es jede Menge davon. Getrocknete Kuhfladen mit Heu gemischt werden sogar im großen Stile über Amazon gehandelt für ca. 15 Cent das Stück. Einmal rumgucken. Irgendwo in dieser Ecke müsste das jetzt sein. Da ist nichts. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Excuse me. Airtel, Mobil, SIM-Card? Airtel? No. SIM-Card? Airtel? Nichts. Ich glaube, der hatte jetzt gerade Angst vor mir. Oh, lecker Bananen und Mangos, da kaufe ich gleich noch ein. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die SIM-Karte. Irgendwo muss hier ein Laden sein. Hello. Do you know where we can get SIM-Card, Airtel? SIM-Card? Ja, Airtel? Da. Okay. Ja, da steht es da ganz groß. Ich bin schon da. Thank you. Da will ich meine Handschuhe mal lieber anlassen. Hallo. Okay, me. Gut, gut. Okay. Ist schon merkwürdig, kommst du mir vor. Oder? Ich hab nichts dabei. Nee, ich hab nichts. Nee. Auf sowas bin ich ja jetzt gar nicht vorbereitet. Habe auch keine Ahnung, wie ich mit so jemandem umgehen soll. No money. No money. No money. Weiß ich, was der von mir will. Schau mal, nicht, dass mir hier einer rüberkommt hier.
Männer in Frauenkleider, das dritte Geschlecht Indiens. Die haben es hier bestimmt nicht leicht. So, jetzt fix SIM-Karte besorgen und dann soll es auch gleich weitergehen. Aber wenn man denkt, dass irgendwas schnell gehen soll, dann klappt das meistens nicht. Oh, nur auf mit dem Scheiß. No. No money. Mit deinem Handtäschchen, ne? Nerv mich nicht. In diesem kleinen Laden ist es nicht möglich, auf meinen Namen eine SIM-Karte zu bekommen. Es ist genauso wie im Iran. Ich brauche einen einheimischen Komplizen, auf dessen Namen ich eine SIM-Karte besorgen kann. Mit meinen Fragezeichen in den Augen bieten sich schnell zwei Inder an, uns eine SIM-Karte zu besorgen. Inzwischen ist auch jemand von der Presse auf uns aufmerksam geworden und wir schaffen es sogar bis ins indische Fernsehen. Vielleicht ist es aber auch nur ein mittelmäßiger News-Kanal auf YouTube. Wie auch immer, es macht Spaß und wir fühlen uns ein bisschen gebauchpinselt. Der Mann links mit dem roten Turban ist übrigens unser SIM-Kartenkomplize. My name is Rolf Feldmann from Germany and And my name is Heiko from Germany as well. Oh, Heiko from Germany. So, when did you start your journey towards India? we start in Germany on the 28th of May in the morning from our home door. In total we plan 2.5 months. So in mid of August we plan to be at home again. If you need some help, you see, I just waiting here on my bike, looking a little bit with some questions in my eyes, and somebody is coming and help me to get a SIM card. And these are the things which are really great here. Just leave a lovely message for all those people. Yeah, they are really all lovely, kind, friendly, and that's amazing, really amazing. Also, nice to meet you. Thanks, India. Wie in vielen anderen Ländern ist es auch den Indern wichtig, dass wir von diesem Land und den Leuten einen guten Eindruck erhalten, dass wir uns wohlfühlen und gastfreundschaftlich behandelt werden. Wenn auch das indische Leben und die Kultur sowie das Klima für uns sehr anstrengend sein können, fühlen wir uns hier sehr willkommen und wirklich gastfreundschaftlich behandelt. Direkt nach dem Interview werden wir auch schon wieder zu Tee und Kekse zu jemandem nach Hause eingeladen. Wir folgen dieser Einladung, auch wenn es nicht ganz in unseren Zeitplan passt. Die Frau unseres Gastgebers unterbricht ihre Bügelarbeiten und kümmert sich um Tee und Kekse. Das Kind ist etwas schüchtern, was wohl mehr als normal ist. Wir unterhalten uns so gut es geht, zum Schluss noch ein Selfie, bevor wir dann diese Stadt wieder verlassen und unseren Weg in Richtung Agra fortsetzen. Das tolle Miteinander und die Gastfreundschaftlichkeit, die wir hier erfahren durften, dürfte sicherlich dazu führen, dass es dem Karma aller Beteiligten hier gut getan hat. Irgendwie muss ich ja meinen Fauxpas mit der Zigarettenschachtel im Goldenen Tempel wieder gut machen. Diese ganze Aktion hatten wir so natürlich nicht erwartet. Die Idee war kurz in den Mobilfunkladen zu springen, eine SIM-Karte zu holen und dann weiterzufahren. Dabei sollten wir es eigentlich doch schon gelernt haben. Schnell geht hier gar nichts. Weder in Pakistan, noch im Iran, noch hier. Naja, dass es mit der SIM-Karte hier genauso kompliziert ist wie im Iran, damit hatte ich allerdings auch nicht gerechnet. Denn dann hätte ich es vermutlich schon in Amritsar probiert. Zum Glück hat sich hier schnell ein freundlicher Sikh angeboten, der auch noch die Kosten für die SIM-Karte übernommen hat. Ich wollte das zwar nicht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich ihn beleidige, wenn ich das jetzt nicht so zulasse. Es ist wie es ist, fast 3,5 Stunden hat das Ganze jetzt gedauert. Und jetzt ist es schon gleich 17:30 Uhr vorbei. Wir müssen also schon bald über einen nächsten Schlafplatz nachdenken. Der muss heute aber etwas abenteuerlicher aussehen, sonst werde ich irgendwann unzufrieden. Wir treffen auf diesen Kanal und denken, das wäre doch ein guter Platz zum Zelten. Bis wir allerdings darüber nachdenken können, wo wir die Zelte hinbauen, kommen schon die ersten Menschen angelaufen. Jetzt das Zelt aufzubauen wird erstmal nix. Wir beschließen, in einem naheliegenden Straßenrestaurant etwas essen zu gehen. Und vielleicht können wir dann später unser Zelt dann doch noch hier aufbauen. Inzwischen ist es dunkel geworden. Ein Mann vermittelt uns, dass wir ihm folgen sollen zu seinem Hotel. Nein, nicht schon wieder. Zelten fällt damit wohl wieder flach. Wir folgen ihm und als wir ankommen, sind wir doch etwas überrascht. Insgeheim denke ich so, okay, das nenne ich mal Hotel.
Zum Glück haben wir schon gegessen. Auf den Liegen hier im Freien ist es einigermaßen bequem. Die 1000 Fliegen hier werden mittels eines großen Gebläses ferngehalten. Waschen können wir uns mit Wasser aus dem Betonbottich. So groß wie eine Badewanne. Direkt hinter dem Matschfeld hier auf dem Hof. Dort stehen auch 3 Wände, hinter denen das Kloloch versteckt ist. Mir gefällt's. Das Abenteuer ist zurück. Mit heranbrechendes Tageslicht machen wir uns hier vom Acker. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, uns unbedingt Frühstück anbieten zu müssen, welches wir dann womöglich nicht ablehnen können. Essenstechnisch wollen wir hier nichts riskieren. Da links befindet sich der Betonbottich und das Klo. Um diese Uhrzeit ist noch nichts los in der Stadt. Das heißt aber nicht, dass man nicht aufpassen muss. Der ein oder andere ist halt doch schon unterwegs. Ansonsten sieht es eher so aus, als wenn sich um diese Zeit mehr Kühe in der Stadt befinden als Fahrzeuge und Fußgänger. Ganz besonders fies sind diese gräulichen Kühe. Sie heben sich von der Umgebung kaum ab und sind deshalb extrem spät zu erkennen. Und wie man so durchgeknallt, ja eigentlich als Geisterfahrer unterwegs sein kann, kann ich auch nicht verstehen. Total verrückt. Wir sind zwar auch ziemlich zügig heute Morgen unterwegs und verschaffen uns Platz, aber wir fahren wenigstens auf der richtigen Seite und heizen nicht als Geisterfahrer durch die Gegend. Unerwartbare Ereignisse gibt es so schon zu Genüge. Dafür braucht es keine Geisterfahrt. An der erstbesten Raststätte versuchen wir es mal mit einem Frühstück. Ein Tee trinken, das trauen wir uns noch gerade so zu. Mehr aber auch nicht. Die Raststätte ist eine Katastrophe. Da greifen wir doch jetzt erstmal besser auf unser Bordrestaurant zurück und verpflegen uns mit Keksen und was sonst noch so da ist in unseren Koffern. Für einen Moment lang denke ich so, dass ich diesen Teil von Indien nicht nochmal bereisen muss. Landschaftlich ist es wenig attraktiv und wegen der Kurven muss man hier auch nicht hinfahren. Und indisches Essen hat mich bislang auch nicht überzeugt. Missen möchte ich diesen Teil unserer Reise aber dennoch nicht. Wir sind schließlich nicht auf Wellness-Tour, sondern wollen etwas erleben, insbesondere jenes, was wir bei uns zu Hause nicht vorfinden. Und davon gibt es in diesem Teil Indiens jede Menge. Dabei befinden wir uns die meiste Zeit außerhalb unserer gewohnten Komfort- und Sicherheitszone. Ich versuche das mal in Worte zu fassen. Da ist das Treiben in den Städten, von dem man nur eine Vorstellung bekommen kann, wenn man mal mittendrin gewesen ist. Wir müssen hier nach rechts, ne? Über rechts in den Kreisen. Wir könnten auch hier einfach rechts abbiegen. Eigentlich um den Kreisel, aber wir können auch hier durchfahren. Ja. Ein Kreisel ist nämlich nicht unbedingt ein Kreisel hier. Ne, rechts musst du. Rechts. Ja. Kreisel wird hier nicht unbedingt als Kreisel angesehen. Da ist das Fahren im scheinbar gesetzlosen Straßenverkehr, was mir persönlich durchaus Spaß macht, aber auch jede Menge gefährliche Situationen entstehen lässt. Und die zum Teil für uns unvorstellbaren Lebensbedingungen auf dem Land und in den Städten. Dazu der Lärm und die Gerüche bis hin zum Gestank, welcher einem manchmal wirklich den Atem rauben kann. Begünstigt wird das sicherlich noch durch die klimatischen Bedingungen, die hier herrschen, welche bei uns bei der kleinsten Anstrengung zu heftigsten Schweißausbrüchen führen. Die Frage ist nur, wo es hier links geht, ne? Da hinten erst. Einen weiter, zwischen den Pfeilern da unter der Brücke. Ja, und dann sind da die Menschenmassen, die sich um uns scharen, sobald wir irgendwo anhalten.
und welche mit einer Selbstverständlichkeit jeden Handgriff, den wir tätigen, beobachten. Dazu gesellt sich eine hohe Gastfreundschaftlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen, welche aber auch mal anstrengend sein kann, wenn man gerne mal für sich alleine sein möchte. Zumindest für mich ist auch das indische Essen äußerst gewöhnungsbedürftig, insbesondere auch dessen Zubereitung. Wir stehen nun aber erst am Anfang unserer Indien-Durchreise. All diese Punkte werden sich im weiteren Verlauf noch viel deutlicher ausprägen. Das alles sind für mich keine Gründe, diesen Teil Indiens nicht zu bereisen. Ganz im Gegenteil, denn all das hier, was ich jetzt aufgezählt habe, sind genau die Dinge, die das Abenteuer hier ausmachen. Das gilt zumindest, wenn man das erste Mal mit dem Motorrad hier in Indien unterwegs ist. Und im nächsten Kreisel oder 175 Meter nach rechts. Die Brücke hier über uns ist ebenfalls eine Straße. Sie dient der Umfahrung des engen Stadtverkehrs, sozusagen eine innere Umgehungsstraße. Man findet diese Art von Brücken in vielen indischen Städten. Der Magen knurrt, wir brauchen was zwischen die Zähne. Wir finden ein Restaurant, dessen äußeres Ambiente recht vielversprechend aussieht. Es gibt Dal. Dal mit Linsen. Und das sieht fast immer gleich aus. Vielleicht ist es diese Mahlzeit, mit der wir uns später nochmal heftig auseinandersetzen müssen. Die Tankanzeige meldet sich. Noch einmal tanken, dann sollte es bis Agra reichen. Der Sprit kostet gut 20 Cent. Wir hatten ja bisher die Methode beim Motorradfahren, dass wir uns die Unterwäsche oben nass gemacht haben, die Jacke noch nass gemacht haben. Und dann hatte das einen kühlenden Effekt. Das ist aber hier jetzt leider nicht mehr so, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass das gar nicht richtig abtrocknet. Das heißt, man hat keine Verdunstung und dadurch auch kaum noch einen Kühlungseffekt. Der funktioniert hier also nicht mehr. Folglich muss man diese elendige Hitze mit der Feuchtigkeit, die muss man wirklich ertragen. Und wir haben jetzt von Agra sind es noch 900 Kilometer, die wir fahren müssen bis nach Nepal. Aber ich denke, dass es bis Nepal wirklich so bleiben wird. Das zerrt dermaßen an den Kräften, diesen Lärm und diese Hektik zu verarbeiten, dann da durchzufahren, ist noch eine andere Sache. Das kann auch schon mal Spaß machen. Das gibt ein bisschen Adrenalin und dann macht das auch Spaß. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch hier diesen Teil Indiens verlassen und freuen uns dann später in Indien wieder in der Bergregion einzutauchen. Da dürfte es dann ein wenig anders sein, weniger Verkehr, nicht das ständige Gehupe, nicht eine Stadt nach der nächsten. Hier in Agra beschließen wir erstmal, der Beschilderung zum Taj Mahal zu folgen. Vielleicht schaffen wir es noch, einen Blick darauf zu werfen. Sehr auffällig, wie hier alles in Rot gehalten ist. Hier rechts eine riesen Festung aus rotem Sandstein. Sehr imposant. Es ist das Red Fort of Agra, das zweitgrößte Touristenhighlight in dieser Stadt nach dem Taj Mahal. Das Taj Mahal öffnet morgens 20 Minuten vor Sonnenaufgang und schließt 20 Minuten vor Sonnenuntergang. Da sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen spät dran. Aber mal schauen. Vielleicht können wir mit unseren Motorrädern so dicht dran fahren, dass wir noch einen Blick heute Abend erhaschen können. Hier ist schon alles leer. Scheint geschlossen zu sein. Parking there? Can we not go through? Okay. Und die junge Dame gibt uns zu verstehen, dass wir hier nicht durchfahren dürfen. Bis zu den Toren des Taj Mahals sind es vielleicht 200 Meter. Aber zu Fuß laufen, da haben wir jetzt echt keinen Bock mehr drauf heute Abend. Also umdrehen und jetzt wird erstmal ein Hotel gesucht.
Zu den weiteren dramatischen Ereignissen des Abends gibt es leider nur minimalstes Material. Die Aufregung war einfach zu groß, um da noch ans Filmen zu denken. Deshalb muss ich euch das jetzt erzählen. So, ich bin jetzt im Keller hier. Hier stehen Dieselaggregate und was weiß ich nicht alles und es stinkt hier. Und ja, ganz toll. Jetzt sind unsere Motorräder natürlich ganz zugeparkt. Es sind lauter Rollern hier, das werde ich denen gleich sagen, dass sie die wegschieben müssen. Da geht es dann hier diese Rampe hoch, da können wir rausfahren. Und jetzt gehen wir damit auch gleich an die Straße. Kriegt ihr einen Eindruck und dann erzähle ich euch gleich, was gestern passiert ist. So, das ist hier der ganz normale tägliche Wahnsinn. So, jetzt kann ich hier mal rübergehen, ohne dass mich einer kaputt fährt. So. Ja, diese Stadt macht einen wahnsinnig. Es ist nicht nur diese Stadt, es sind alle diese Städte in Indien rastlos ein einziger Stress, den man hier erfährt. Durch das ständige Gehupe, man hat das Gefühl, ganz Indien ist permanent unterwegs. Man findet also kein Örtchen, wo man mal ein bisschen Ruhe hat. Man sieht auch, die fahren wirklich in allen Fahrtrichtungen diese Straßen. Es gibt ja dieses Thema Geisterfahren hier, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist ganz normal. Wir haben das jetzt inzwischen auch gelernt, wie das funktioniert und haben das auch schon praktiziert, weil ohne dem ist das manchmal ein bisschen schwierig. Also man versucht immer den kürzesten Weg zu finden und dann fährt man halt auch mal als Geisterfahrer, das ist ganz normal. Ja. Führt allerdings auch dazu, dass man permanent voll konzentriert sein muss, weil es kann einem immer jemand auch entgegenkommen auf einer Spur, wo es eigentlich nur in eine Richtung geht. Und abends ist es halt immer besonders schlimm. Morgens sind die Leute noch etwas relaxter, aber abends sind die wie von Sinnen. Eigentlich wollten wir heute Morgen ja schon wieder unterwegs sein. Wir haben das dann aber gelassen, weil gestern was passiert ist. Tuk-tuk wollten wir zum Taj Mahal. Wir wollten Geld wechseln. Jetzt war das Taj Mahal schon geschlossen. Dann Geld wechseln ging auch nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, dann drehen wir wieder um, fahren wieder zum Hotel und währenddessen an irgendeiner Stelle auf einmal das Tuk-tuk fährt um die Ecke und rollt mit dem rechten Hinterrad über einen Bordstein. Das Tuk-tuk kommt aufgrund der Geschwindigkeit rechts hoch und kippt dann nach links rüber. Heiko und ich, wir landen auf der Straße und alle Leute dann auch schon wie verrückt da rumstehen. Dann sah ich Heiko neben mir liegen und ich sah, dass die Rikscha, das Gestell noch auf ihm liegt. Dann habe ich von unten, ich lag ja auch auf der Erde, habe ich das Tuk-tuk hochgehoben. Dann kamen aber auch schon die indischen Hände dazu, die die Rikscha mit angehoben haben. Und ja, dann war Heiko, dem ging es nicht gut. Er hatte irgendwie das Gestängeende dann in den Nacken gekriegt oder ich keine Ahnung, was da jetzt wo angeschlagen ist oder ob er einfach nur auf die Straße geknallt ist. Ja, auf jeden Fall ist er mir dann auf der Straße rundlich geworden und ich musste da jetzt irgendwie was organisieren, dass ich ihn ins Krankenhaus reinkriege, was nicht so einfach war. Dann hatten die Inder versucht, an allen Vieren ihn hochzuheben und in die Rikscha rein. Das ging ja gar nicht. Als Heiko dann da am Boden lag und am Bus durch wollte und der konnte da aber nicht durch, der wäre über Heikos Beine gefahren, musste ich die erstmal da wegziehen, dass der scheiß Bus da durchkam. Im Heiko stand der Schweiß vor der Stirn, nicht nur vor der Stirn, er war pitschnass geschwitzt, also das heißt, das stimmt auch was mit dem Kreislauf nicht in dem Moment. Und ich habe gesagt, ich musste ihn dann irgendwie wieder aus seiner Ohnmacht rausholen. Ich habe gesagt, Heiko, komm, ich muss irgendwie versuchen, dich hier in die Rikscha reinzuziehen, dass ich dich ins Krankenhaus bekomme. Naja, jedenfalls dann in die Rikscha rein, Heiko hat sich hochgezogen, ist dann im Tuk-tuk auch nochmal wieder mehr oder weniger zusammengebrochen. Der Schweiß wurde immer schlimmer und dann hat es so circa 10 Minuten gedauert, bis wir dann im Krankenhaus angekommen waren. Beim Betreten des Krankenhauses steigt erstmal ein Fliegenschwarm mit Tausenden von Fliegen vor der Krankenhaustür auf.
Da lag er wenigstens dann Gott sei Dank auf einer Liege, wo ich aber auch schon Angst gehabt habe, dass er da runterfällt, so wie das Ganze da vonstatten ging. Das Problem war, dass wir jetzt noch kein Geld getauscht hatten oder nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung gehabt haben und die ärztlichen Aktivitäten auch erst dann beginnen, wenn man was bezahlt hat. Ich habe dann meine letzten Finanzen zusammengesucht, die haben dann gerade so dafür gereicht, dass sie das Röntgenbild machen können. Ob das jetzt sinnvoll gewesen ist, das Röntgenbild bezweifle ich dann auch noch. Unfassbar. Hoffentlich leuchtet der Heiko nachts nicht nach dieser Aktion. Zuschauer gibt's auch noch, denn das Ganze findet direkt neben der Rezeption statt. Bleischürzen oder sonstige Schutzeinrichtungen Fehlanzeige. Naja, so bekommen alle ein bisschen was davon ab. Ein paar Bewegungstests haben sie gemacht. Und da wurde noch ein Rezept geschrieben mit Schmerzmittel und eine Spritze hat der Heiko noch bekommen, sofort Schmerzmittel. Ich frage mich, ob die wirklich geröntgt haben. Kriegt der Heiko einen Painkiller? Oder ob die ein allgemeines Röntgenbild aus der Schublade genommen haben. Wie man sieht, erfolgt die Behandlung direkt hier an der Rezeption mit den dahinterliegenden Zuschauerrängen. Fast wie am Wagerborder. Ich hoffe jetzt, dass meine letzten Rupien für einen ärztlichen Einsatz gereicht haben. Ansonsten kriegt er die Spritze jetzt vom Hausmeister. Es ist aber jetzt schon klar, dass das Geld nicht ausreichen wird und ich noch irgendwie etwas organisieren muss. Ups, das hat wohl ein bisschen gepiekst. Doch der Hausmeister? Und da ich das dann alles nicht bezahlen konnte, musste ich dann noch erst los. Während Heiko dann noch im Krankenhaus lag, bin ich dann durch die Stadt gegurkt, aber eigentlich gab es keine offizielle Geldwechselstation mehr. Ich bin in das Viertel gefahren, wo es die Geldwechsler gibt. Und da wurde jemand rausgeklingelt, der hat dann dafür gesorgt, dass wir da in einer dunklen Ecke irgendwo gerade Geld getauscht haben. Gott sei Dank hat das dann auch geklappt. Und so konnte ich dann wirklich die Rezepte und das alles bezahlen. In der Apotheke direkt am Krankenhaus habe ich dann auch alle Medikamente bekommen. Unterstützt hat mich dabei zum Glück der freundliche Tuk-Tuk-Fahrer. Nachdem Heiko dann die Spritze und das bekommen hat, sind wir dann wieder zurück ins Hotel. So, wir sind fertig im Krankenhaus. Der Heiko sitzt wieder, ja, Daumen hoch, Kreislauf ist wieder in Ordnung. Ja, so richtig rund läuft er noch nicht, aber ich hoffe, morgen früh wird es wieder. Jetzt werden wir schauen, ob wir noch irgendwas zu essen kriegen. Ja, ich bin jetzt froh, dass es dem Heiko einigermaßen gut geht und wir morgen früh um 5 Uhr weiterfahren wollen und hoffentlich auch können. Der Sturz hätte wirklich noch viel böse enden können. Wir haben da wirklich Glück im Unglück gehabt. Das ist auch, wenn man sich das überlegt, man darf eigentlich aus der Rikscha noch nicht mal einen Kopf rausstecken. Wenn ja einer bei dem engen Verkehr, wie die hier fahren, kann es gut passieren, dass der Kopf abgerissen wird dabei. Oder einen Fuß raushängen lassen oder sowas. Boah. Ja, und das Taj Mahal, Heiko und ich waren uns einig, müssen wir uns nicht mehr angucken. Ich hätte es aus einem ganz anderen Grund, hätte ich es mir angucken wollen. Aber das fällt jetzt wirklich flach. Das ist dann, glaube ich, ein Thema, was ich später garantiert nochmal besprechen werde, aber in meinem anderen YouTube-Kanal nicht demnächst. Vielleicht geben wir einen Blick auf unser Hotel von außen. Also sehr guten Eindruck, ist auch ganz ordentlich. Bis aufs Frühstück, das war ziemlich scheiße, darf ich auch mal so sagen. Und ich bin, hier oben war ich jetzt eben halbwegs trocken, aber jetzt läuft mir der Schweiß schon wieder so am Körper runter. On the second floor. Have a nice evening. Bye bye. Bye bye, sir. Ist eigentlich meine Karte geht nicht. Boah, jetzt muss ich zur Rezeption, wenn meine Karte nicht mehr geht. Oh, Leute. Fuck. Mein Kärtchen geht nicht mehr. Ich weiß nicht, warum mein Schlüssel jetzt nicht mehr geht. Hello, sir. My key doesn't work anymore. 407. Okay. Sir. Ja, okay. Room number? 407. Jetzt lache ich mich kaputt. Wenn das jetzt geht, lache ich mich kaputt. अभी सर अभी आपका कार्ड बना दूंगा मैं ठीक है अभी मेरा कार्ड नहीं और पता हुआ
So, du bringst mir einen neuen? You bring हाँ, me? अभी सही हाँ Okay, हाँ जी okay, okay. Thank you. So, ich bin wieder auf dem Zimmer. Es ist kühl. Klimaanlage läuft, Lieschen. Ich zeige euch erstmal das Hotelzimmer hier. Das ist normal. So, das ist das Zimmer hier. Eigentlich recht gut. Alles gut. Ist aber auch kein billiges. Also für mich war das jetzt auch schon wieder eine Nummer zu gut. Aber jetzt bin ich im Nachhinein froh, vielleicht, dass wir jetzt hier drunter in diesem Zimmer untergekommen sind. Schon die zweite Nacht. Den ganzen Tag heute sind wir nicht gefahren. Wir haben eigentlich nur auf dem Zimmer abgehängt und uns versucht irgendwie zu regenerieren. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, hier riecht es auch schon wieder ein bisschen nach Schmierstoffe. Die Nase ist, glaube ich, auch schon kaputt. Im nächsten Teil geht es dann weiter durch Indien bis zur Grenze nach Nepal. Dabei lernen wir die Überquerung eines indischen Bahnübergangs und wie man eine Menschentraube erzeugt und wieder verlässt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.